Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie einfach es ist, selber einen Nudelteig herzustellen. Und am Ende sieht das Ganze so aus und schmeckt unglaublich gut. So, das sind die Zutaten. Wir brauchen Grießmehl, 5 Eier und Wasser. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Das Grießmehl wird dann in eine große Schüssel oder in eine Knetmaschine, je nachdem wie du es dann zu Hause zubereiten möchtest, hinzugefügt. Hier ist eine Sache zu beachten, man sagt pro 100 Gramm Grießmehl kommt ein Ei hinzu. Du kannst das Ganze auch mit Mehl zubereiten, mit ganz normalem Mehl, aber dann bekommst du halt nicht dieses Ergebnis. Also ich empfehle definitiv Grießmehl zu benutzen. Und wenn dann die Eier und das Mehl sich gut vermischt hat, kommt dann noch das Wasser hinzu. Bei dem Wasser sollte man jeweils, wenn man es zum ersten Mal macht, immer schluckweise dem Teig hinzufügen, bis man halt merkt, okay, gut, ich habe das Gefühl, jetzt ist die Konsistenz super. Das sage ich, weil jedes Grießmehl unterschiedlich ja auch Wasser aufnimmt. Also es kann sein, dass das jetzt bei der Menge bei mir die perfekte Konsistenz hat, aber bei dir das Ergebnis dann ein wenig anders sein wird. Daher immer weniger Wasser zuerst, damit man dann sich langsam antasten kann. Und ich mache das gerne so, dass ich das mit der Hand dann knete, weil man dann viel, viel besser merkt, wann der Teig echt die perfekte Konsistenz erreicht hat. Daher empfehle ich es mit der Hand zu kneten. Es ist auch gar nicht schwer, das Ganze dauert auch um die 10 bis 15 Minuten. Beim ersten Mal ist es ein bisschen schwieriger, weil man es ja nicht gewohnt ist, aber dann ist es halt, also man gewöhnt sich daran und es macht auch Spaß. Am Ende wird dann der Teig in 2 Kugeln geteilt und so sieht das Ganze dann auch aus. Er ist sehr geschmeidig und sehr elastisch. Danach brauchst du Klarsichtfolie. Das Ganze muss dann einmal gut eingepackt werden, damit der Teig nicht antrocknet. Und das Ganze ruht dann so um die 30 bis 60 Minuten, damit sich die Glutenstruktur gut entwickeln kann. Das hat auch den Vorteil, dass du dann den Teig viel, viel besser ausrollen kannst. Oder du kannst ihn dann auch im Kühlschrank lagern, falls du ihn am nächsten Tag benutzen möchtest. So, wenn dann die 30 bis 60 Minuten um sind, kannst du dann anfangen, den Teig auszurollen. Das Ganze ist auch wirklich sehr einfach. Eine Sache ist da auch zu beachten, es muss jedes Mal gut bemehlt werden. Umso besser das Ganze bemehlt ist, umso leichter lässt er sich auch ausrollen. Und jedes Mal muss er dann auch, wenn du den Teig ausgerollt hast, dann umgedreht werden. Also so wie ich das jetzt gerade mache. Immer von oben nach unten und immer rumdrehen und Mehl drauf. Bis man halt die Dicke erreicht hat. Also je nachdem, manche mögen es ja eher dünner, manche ein bisschen dicker. Und da entscheidest du halt zu Hause, wie du es gerne hättest. Ich mag es, wenn es richtig hauchdünn wird. Und daher wird der ordentlich ausgerollt, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. So, wie gesagt, jedes Mal, wenn man ihn rumdreht, muss man dann jeweils eine gute Portion Mehl wieder drauf streuen. Und das Ganze wird dann mit der Hand so verteilt, damit es halt überall hinkommt. Weil er darf jetzt gleich überhaupt nicht kleben, wenn man ihn dann so rumklappt, wie ich das jetzt gerade mache. Dann wird er dann einmal schön gefalten und da auch dann nochmal das Mehl gut verteilen
auch an den Stellen, wo man das Gefühl hat, gut, da ist er nicht so trocken. So, wenn das Ganze dann so gefalten ist, machst du dann nochmal eine Prise Mehl drauf und dann wird das Ganze so geschnitten. Am besten mit einem scharfen Messer, da geht es halt am besten. Und dieser Nudelteig, der ist halt vielseitig auch einsetzbar. Also damit kann man auch alles Mögliche machen. Man kann Lasagne daraus machen oder ganz normale Spaghetti. Und er ist wirklich geschmacklich. Also es ist jedes Mal ein Riesenunterschied zu dem, was man halt kaufen kann. Selbst diese frischen Tagliatella, die man kaufen kann im Tiefkühler, also sind einfach sehr große Unterschiede an Geschmack. So, wenn das Ganze dann einmal so geschnitten worden ist, dann leicht auflockern alles. Man sieht, da klebt auch kaum was, gar nichts. Und auf der Arbeitsfläche ist ja noch ein bisschen Mehl verteilt. Da mache ich das dann so, dass ich das Ganze dann auch nochmal so auf die Nudeln verteile, also auf die Tagliatellas. Da den Rest auch. So, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Also Möglichkeit Nummer 1 ist, man bereitet es natürlich sofort vor, wie ich es jetzt gleich machen werde. Oder man lässt es trocknen. Falls du dich entscheidest, das Ganze trocknen zu lassen, dann muss es wirklich gut getrocknet werden, über mehrere Tage, so bis zu 3 Tage ungefähr. So, im nächsten Schritt, falls du das frisch zubereiten möchtest, wird natürlich Wasser zum Kochen gebracht mit Salz. Und nebenan kannst du dir dann jeweils entweder wie ich einen Topf hinstellen, da wo ich dann gleich noch ein bisschen Olivenöl hinzufüge, damit sie, wenn sie rauskommen, direkt in das Olivenöl kommen. Dann kleben sie auch nicht. Also generell kleben diese Nudeln nicht, aber so ein bisschen kleben sie. Und ich mache das dann auch immer so, dass ich immer einen kleinen Teil mit ins kochende Wasser tue, nicht alles auf einmal, damit ich so einen kleinen Überblick habe, weil manchmal haftet das ja ein bisschen am Topf unten, daher immer eine kleine Menge. Bis 3 Minuten, manchmal geht es auch ein bisschen schneller, dass man jeweils immer so einen kleinen Teil einfach probiert und guckt, wie die Konsistenz, wie man es halt mag. Weil der eine mag es ja lieber weicher und der andere eher fester. Daher würde ich empfehlen, es jeweils dann zu probieren. Und das Ganze ist auch sehr schnell erledigt, wenn man das dann jetzt zu Hause macht. Dann kann man natürlich auch nebenbei eine Soße vorbereiten. Ich habe das jetzt separat gemacht, weil ich nicht alles auf die Kamera aufnehmen konnte. Aber ich mache das dann gerne so, dass ich dann dazu eine Bolognese zubereite. Und ich verlinke dir auch das Rezept. Das ist geht auch sehr schnell und die Bolognese schmeckt noch richtig gut. Und ja, aber du kannst auch je nachdem eine Sahnesoße oder was man halt so gerne zu Nudeln isst, kann man das natürlich so dazu dann vorbereiten. Das Ganze schmeckt auch einfach nur mit Olivenöl, finde ich persönlich. Und ja, und es lohnt sich wirklich, diese Nudeln oder Tagliatella selber zu machen. Da merkt man dann auch diesen unglaublichen Geschmacksunterschied zu dem gekauften und selber gemacht. Und mein
persönlicher Favorit sind natürlich die selbstgemachten. Ja, das war's schon an sich. Jetzt habe ich dann noch so eine kleine Menge, die ich dann noch vorbereite. Wenn das Ganze dann komplett zubereitet ist, war ja noch unten am Topf Olivenöl. Das Ganze wird dann nochmal schön gut umgerührt. Das hat auch den Vorteil, dass die Tagliatella nicht antrocknen. Das dann auch nochmal gut verteilen, bevor die Tagliatella natürlich in der Soße landen. So schaut auch das Ergebnis aus. Und es ist eine ordentliche Portion rausgekommen. Und am Ende wird dann das Ganze serviert. Ja, falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt. Und falls du noch mehr Rezepte von mir sehen möchtest, dann noch ein Abo. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.